nur gebrauchtes Lego ist gutes Lego? Oder war das altes Lego ist gutes Lego? Naja, egal. Heute schauen wir uns ein älteres Set an. Aber ob es noch gut ist? Schauen wir es uns gemeinsam an. Hallo und willkommen auf meinem klemptastischen Kanal. Ich bin der Damir und heute habe ich euch ein älteres Set von Hidden Side geholt, besorgt, um euch jetzt das vorzustellen. Das ist die 70437. Wie schon der Name von Hidden Side Serie, also keine Lizenz oder so. Ich weiß nicht, ob da ein Zeichentrickfilm war oder etwas. Das war etwas Lego internes. Was ich weiß, ist, dass man das über eine App spielen sollte. Das ist die Box. Das ist quasi der Teil, wie es im Original aussieht. Und das sollte wohl, wie es aussieht, wenn man es über das Handy schaut. Ja, dazu kommen wir noch. Okay, interessante Box, aber zeigt tatsächlich nicht wirklich, was da drinnen ist. Also schwer zu erkennen. Hier haben wir die Minifiguren, die haben sogar Namen. Aha, guck, im Spiel wäre sogar The Maw, Shadow Walker, Nehramrim, Parker, der Waugengeist, Jack. Natürlich, muss ein Jack dabei sein. Und hinten, ja, da sehen wir schon, wie das aussieht. Und hier kann man quasi auch ein paar manuelle Funktionen sehen. Und dann hier sieht man Build Your Set, Scan Your Set, Catch the Ghost. Und man soll dann spielen. Auf jeden Fall, ich kann euch gleich sagen, diese App ist nicht mehr aktuell. Die gibt es nicht mehr. Glaube ich, seit 2023 wurde es eingestellt. Das ist sehr schade. Wobei, auch das Set ist erst 2020 rausgekommen, also so alt ist es jetzt auch nicht, dass die jetzt einfach die App eingestellt haben. Also ich habe sie nirgends online gefunden. Egal, gehen wir der Reihe nach. Die Bauanleitung. Und was sehen wir da? Man startet sofort mit dem Bau. Man sieht, dass es 7 Bauabschnitte hat. Und eine Lego-typische Bauanleitung. Ich finde es immer gut, wie das zum Beispiel Lumibrix macht, dass der vorherige Schritt ausgegraut ist. Aber hier werden auch nur 2 Teile oder so verbaut. Das wird jetzt auch schwer sich zu verbauen. Man kommt gut durch. Die Bauanleitung hat 294 Seiten, 377 Bauschritte. Wie gesagt, das Set ist unterteilt in 7 Bauabschnitte. Würde 2,75 Teile pro Bauschritt machen und 147,86 Teile pro Bauabschnitt. Kommen wir zu den Maßen. Das Set hat eine Breite circa, so hier ist quasi der weiteste Punkt und hier, von circa 33 cm. Eine Tiefe von 27 cm und eine Höhe, das ist der höchste Punkt hier, von 33,5 cm. Und schon kommen wir zum Preis. Ja, der Originalpreis vom Set war 99,99 oder halt 100 Euro. Das war damals 9,6 Cent pro Teil oder 8,85 Euro pro 100 Gramm. Das Set hat ein Gewicht inklusive Minifiguren und Ersatzteile von 1130 Gramm. Aber da das Set schon gleich Ende 2020 End of Life war, also wurde aus dem Sortiment genommen, aktuell kann man es zum Beispiel bei Amazon neu verpackt und alles kaufen. Für 190 Euro habe ich es gesehen. Warum sollte man das machen? Aber okay, würde 18,36 Cent pro Teil machen oder 16,81 Euro pro 100 Gramm. Auf eBay gebraucht bekommt man
immer noch für so ein Set, zum Beispiel mit Box, mit Bauanleitung in gutem Zustand, mit allen Minifiguren, so für 75 Euro habe ich gesehen, dass es einige verkauft haben. Es geht auch 100 Euro, 120, kommt drauf an. Ich denke so 75 Euro ist okay. Und bei 75 Euro wäre es dann 7,25 Cent pro Teil und 6,61 Euro pro 100 Gramm. Jeder muss selber entscheiden, ob sich es lohnt, so ältere Sets zu kaufen. Vor allem finde ich es hier, da die App nicht funktioniert, ist ja die Spielidee kaputt. Außer man will das halt hier als eine Burg benutzen. Das schauen wir uns ja auch gleich an. Was dieses Set noch hat, es hat nur 3 bedruckte Teile und die zeige ich euch auch gleich. Das ist dann einmal hier dieses Piano-Teil und einmal Handy und zweimal Handy. Sonst hat es 37 bedruckte Teile. Da ich dieses Set aus dem Konvolut rausgezogen habe, musste ich keine Teile bestickern. Die waren schon bestickert. Und der es bestickert hat, hat es auch gut gemacht. Und hier sehen die Sticker auch noch recht gut aus. Da kann ich mich jetzt nicht beschweren. Auch hier oben wurden die echt gut angebracht. Ja, hier ein bisschen schief. Auf dem Rundteile ist es immer ein bisschen schwierig. Aber hier sieht man halt, es sieht echt okay aus. Könnte schlimmer sein. Dann hat das Set 6 Minifiguren. Die blende ich euch jetzt ein. Und dann sehen wir den Nechmar Riem mit dem coolen Sockel. Dann die 2 Shadow Walker. Dann kommt Walking Geist. Dann kommt Jack und Parker. Vorne und hinten die Oberteile sind alle bedruckt. Hosen haben vorne die Bedruckung. Bei den Shadow Walkern haben auch quasi die Füße vorne eine Bedruckung. Ich finde die Figuren generell echt cool. Die Helme sind cool. Und dieser Nechmar sieht auch eigentlich cool aus. Eine Kopfbedeckung würde ihn gut tun. Aber bei den Minifiguren, da kann ich mich nicht beschweren. Die Bauzeit vom Set kann ich euch jetzt nicht sagen, weil wie gesagt, das habe ich aus einem Konvolut rausgesucht und so. Aber ich kann euch trotzdem ein Speedbild einblenden. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und danach zeigen wir noch ein bisschen die Funktionen von Set. Bis gleich! Ich hoffe, das Speedbild hat euch gefallen. Was kann dieses Set? Ich kann euch jetzt zeigen, was ich während dem Bau herausgefunden habe. Also
das Größte, was es kann, ist quasi hier, man kann es so aufmachen. So ist maximal. Und dann kann man es halt bespielen und das ist halt diese Burgidee, die ich eigentlich cool finde. Es gibt überall so hier dieses grüne Zeug, das ist wohl von Monster oder sowas. Keine Ahnung, diese Teile sind cool. Ja, hier kann man drehen und dann ändern sich die Farben. Und ich habe ja Reviews von diesem Set geschaut. Das hat wohl mit dieser Spielfunktion zu tun oder mit der Handyfunktion. Hier kann man aufklappen, hat auch wohl mit dem Handy zu tun. Wahrscheinlich hier kann man das hier zuklappen und dann aufklappen. Keine Ahnung, dann hat man einen Orangen-Style. Hier diese Burgköpfe hat man dann hier blau und rot. Das hat wohl alles mit der Handyversion zu tun. Das ich als schade finde. Dieses Dach, cool. Also, bauen hat viel Spaß gemacht. Und hier, das ist dann quasi dieses, hier habe ich die Figuren aufgestellt. Dieses, Burgartige. Und wie gesagt, als Burg, glaube ich, kommt es heute noch immer gut an. Ich mache das hier dann so nochmal auf, damit ihr seht, wie es dann aussieht. Und das hat dann so Puppenhaus-Charakter. So, mal die Figuren weg, damit man sehen kann. Und ja, hier hat man so ein bisschen Ketten, hier hat man so einen Schrein. Schade, dass sowas nicht beleuchtet ist. Normalerweise diese Machetten oder so, die stehen hier in dieser Kiste. Was hat man da so? Auch die Fenster sind bestickert. Das ist nett gebaut, dieser Stuhl. Das hat mir gefallen. Das Klavier, das ist hier quasi Diamanten, die man wohl dann klaut und so. Aber das macht dann halt gar nichts zur Sache, weil man es gar nicht bespielen kann. Ich wollte es echt ausprobieren. Sehr schade. Eine Funktion gibt es, das ist hier, ich zeige es jetzt von hinten und danach von vorne. Wenn man zieht, schaut ihr hier, fällt die, ist eine Falltür. Ja, aber von hier sieht man, quasi, wenn man dann zieht, nicht nur, dass die Tür fällt, dann kommen die Krallen von diesem Monster. Ich glaube, man sieht dann hier so ein bisschen die Augen. Ja. Und wisst ihr was? Das war's. Es gibt nichts mehr. Hier Treppe hoch, keine Ahnung. Hier kann man die Leiter hoch. Dann kann man es so noch sehen irgendwie. So viele Details gibt es nicht. Ich glaube, ich habe alles gezeigt. Hier sind auch meistens leere Räume. Hier hat man einen Besen unten. Hier hat man eine Flasche, ein Glas. Hier diese Kette. Ja. Beleuchtung hat es keine. Was soll ich dazu sagen? Ich denke, also ich werde dieses Set auf eBay reinstellen. Ich glaube, ich werde es vielleicht so für 50 Euro reinstellen und schauen wir mal, was rauskommt. Ich habe sie aus einem Konvolut. Selber kaufen, glaube ich nicht. Also ne. Was ich nur dazu gekauft habe, war die Bauanleitung und die Box. Ich glaube, das habe ich so 25 Euro investiert mit Versand. Das werde ich dann auch so alles schön verpacken. Ich werde es nach Bauabschnitten unterteilen und ja, dann kann sich jemand zumindest bei dem Aufbau freuen oder irgendein Sammler, der die Hidden Side Serie mag. Ach, guck, hier kann man auch das hier ein bisschen aufklappen, hat man was Grünes. Ja, dann auf der anderen Seite wahrscheinlich auch. Jo. Wer mein Video verfolgt hat, hat ja gesehen, dass ich ein großes Konvolut rausgesucht habe. Und ich werde jetzt die ganzen Sets so ein Review machen. Und dann kann man auch sehen, ob diese alten Sets was hermachen. Was mir am meisten bei diesem Set gefällt, ist noch dieser Vordergrund hier so. Diese Bögen und diese Terrasse. Das hat mir echt gefallen beim Bau. Ohne Sticker. Coole Burg. Mit Stickern. Ja. Hidden Side Set, was man nicht bespielen kann. Schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ich sage mal so, ich habe es kostenlos bekommen, ich musste es mir ja nur raussuchen,
Aber keine Ahnung, ich verstehe da den Spielspaß nicht. Oder ich kann ihn auch nicht verstehen, weil ja die App nicht funktioniert. Wer weiß, wie oft ich das noch sage. Vielleicht kann ja jemand aufschreiben, wie oft ich es gesagt habe. Und ja, ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.